Medienhak. Immer einen Schritt voraus. Radio Special Olympics. Worldwide aus der Steiermark. Ja, und Radio Special Olympics live aus der Grazer Stadthalle, powered bei RADIOIGEL, dem Campusradio der Pädagogischen Hochschule Steiermark und der Medienhak Münzkramstraße. Ja, willkommen zurück. Vorletzter Tag hier bei den Special Olympics in Österreich, auch hier in der Stadthalle, der vorletzte Tag. Und uns steht ein mega Tag bevor, mit viel Programm, mit viel Action, vor allem hier mal in den Floorball-Arenen. Da gibt's noch die einzelnen Spiele Richtung Finale, die dann morgen stattfinden werden. Dann in der Stadthalle A, da gibt's schon Finalspiele, und zwar im Unified-Team-Bewerb in den verschiedenen Divisionen. Da trifft zum Beispiel heute Bangladesch das Männerteam um 17:50 Uhr auf Uganda im Hockey-Finale. Also da geht es schon um Gold, da hat sich Korea den 3. Platz gesichert. Dann im FHU3 Unified Teambewerb. Da gibt's dann das Finale Iran gegen die Bangladesch Damen. Da hat sich Tunesien den 3. Platz geholt. Also Sie sehen schon, da geht's ziemlich zur Sache. Medienhak. Immer einen Schritt voraus. Radio Special Olympics. Worldwide aus der Steiermark. So we're showing you guys, or letting you listen to, interviews with prominent people who are visiting, with athletes, with volunteers, with organizers, and most importantly, with athletes themselves. So last night, we had the good fortune of having been visited by a few very prominent figure skaters. I had the opportunity to talk both with Michelle Kwan as well as with Christopher Dean and Jane Turnbull. And they were very eager to share with us why they were so interested in the Special Olympics and why the Special Olympics are so important to them. For me, as a figure skater, these three skaters are obviously people who I've looked up to for my entire life, especially Michelle Kwan, as she's been an American hero for a lot of young women and men for a very long time. So I was lucky enough to grab her for a few minutes, and we were able to talk about her history with the Special Olympics and why it's so important. Please enjoy this interview with Michelle Kwan. So I am here in the figure skating arena with Michelle Kwan. So Michelle Kwan, have you had any experience with the Special Olympics before? Yes, so I am on the International Board of Directors with Special Olympics. I've been involved for many years since I was a teenager and just got more and more involved. I actually volunteered when I was like 12 years old, and I just love it. It's my family, and I'm very happy to be here in Austria, and it's just been incredible World Games so far. And what does being on the board of directors involve? Making sure that our World Games, for example, I was here 4 years ago to check out the facilities, to make sure that they were able to host, the world coming to Austria, make sure that it was met the needs for our athletes, made sure that they had the volunteers in place, and a lot of things, I guess, to make sure that we continue to grow our movement, helping more people with intellectual disabilities. So clearly the Special Olympics are important to you. Would you mind elaborating on that? Why are they so important? Well, in my skating career, I was asked to lend my name to many incredible cause-related organizations, but the one that's special to me is Special Olympics because it is my family. I was involved when I was 12 and had the opportunity to meet these incredible athletes, and people see their disabilities, but what I see is their special abilities, their human spirit of passion and love and dedication, and they have benefited from the sport. And I look at all athletes, and I look at anybody who participates in sports. It's like you learn these life skills of hard work, dedication, discipline. When you succeed, on the ice, on the court, on the field, but the skills are also translatable to succeed in life. So our athletes are able to benefit from sports and succeed in life. Very cool. And one final question. What are you looking forward to here in Austria? Will you be visiting all of our locations, or are you just here for the event tonight in the ice hall? Oh, I've been doing it all. Being on the board, it's like
being part of the polar plunge where the law enforcement torch run raised hundreds of thousands of dollars for Special Olympics, jumping into a freezing cold, I think it was like 2 degrees or something like that, to raise money, raise awareness. I was part of a unified talk where I moderated a panel with youth leaders from all over the world, our board of directors, members of the board of directors, sort of talking about what people can do in their communities to make a difference. And oftentimes there are people who are new to the movement, so it's making sure that they're aware. And also watching figure skating. I participate in unified snowshoeing. I kind of am everywhere. I was in Schladming and now in Graz. I'm kind of going wherever I can and doing as much events as I possibly can in one day. Well, I'm sure that all of the athletes appreciate your participation, and I know the Graz community is super happy to have both you and the Special Olympics here. So thank you so much. Thank you very much. I am being joined right now by my colleague, Kati. Good morning, Kate. So I've just sort of explained what there is to be expected today, what sorts of events we're going to see. Is there anything that you're really excited to see? Well, I'm always very, very excited for speed skating because that's so fast. There's so much speed in it, as the name already says, and I really like it. Yeah, I'm looking forward to explaining to everyone here and on the radio what we're going to be seeing. It's already time to switch over to Ramsau. We only have a few seconds left, but join us in the ice hall in 45 minutes to hear more about speed skating. So, und wir sind jetzt wieder zurück auf Deutsch hier in der Eishalle Graz. Radio Special Olympics powered by RADIOIGEL, das Campusradio der PH Steiermark und Medienhak Graz, Münchgramstraße. So, Kate, was sehen wir hier jetzt schon auf dem Eis? Jetzt tut sich schon wieder was hier in der Halle. Genau, also die Athleten wärmen sich für den 1500 Meter Eisschnelllaufen-Rennen auf. Also wir sehen dann 3 koreanische Eisschnellläufer, die wahnsinnig schnell laufen und auch wahnsinnig gleich bewegen, wenn ich das sagen darf. Also die schauen wirklich aus, als wären sie ein Team, die Schritt für Schritt ist alles wirklich synchronisiert, wie die laufen. Und das finde ich wirklich cool. Ja, sie laufen auch immer sehr eng beieinander, jetzt schon im Warm-up. Sie treten wirklich als Team auf. Aber auf dem Eis sehe ich hier auch noch Hongkong und Mexiko. Soweit, die wärmen sich auf. Aber wenn wir uns jetzt einmal die Divisions anschauen für den Vormittag, startet in der ersten Division dreimal sogar Korea. Dementsprechend sind sie jetzt auch auf dem Eis und wärmen sich auf. Und Kanada. Kanada ist anscheinend aber schon fertig mit dem Warm-up, weil die sehe ich jetzt nicht mehr auf dem Eis. Genau, ich habe ihn heute Morgen gesehen und der war vor 15 Minuten oder so auf der Eisfläche. Aber jetzt ist er nicht mehr da. Vielleicht... Keine Ahnung, also ich habe überhaupt nicht gesehen, wo er hingegangen ist. Ja, vielleicht bekommt er noch so die letzten Tipps vom Coach oder von seiner Familie, wird er vielleicht noch einmal richtig gepusht, aufgebaut. Es wird jetzt dann wirklich bald ernst, um 8:45 Uhr, also in gut 14 Minuten geht's hier wirklich los, dann geht's hier wieder rund. Und auf der Tribüne sehe ich jetzt auch schon die ersten Fans, die sich eingefunden haben. Und die tragen alle rot. Ich glaube, dass ganz viele von Team Kanada sind. Ja, also Kanada war mit Fanclub sowieso jetzt jeden Tag hier sehr stark vertreten. Alle auch mit diesen Flaggen mit dem Ahornblatt drauf. Also die Christine und ich haben gestern und vorgestern schon immer gesagt, das ist nicht mehr nur jetzt ein Ahornblatt, das ist ein ganzer Ahornbaum, den wir hier sehen auf der Tribüne. Und heute, denke ich, werden auch diese Fans wieder vorbeischauen. Ja. Ich freue mich auf den Ahornbaum. Ich freue mich also genauso. Und was ich gerade gemerkt habe, ist, dass Team Kanada mit Press heute da ist. Also ich glaube, dass sie den Stephen Graham aufnehmen wollen. Und vielleicht ist er deswegen weg, weil sie ein bisschen mit ihm reden wollen, bevor er die Eisfläche betritt. Das könnte durchaus sein, ja. Das heißt, sie werden auch viele Bilder, viele Fotos nach Hause, nach Kanada schicken, damit die Leute in Kanada auch mitfiebern können. Genau. Und das finde ich wirklich super, dass so viele Pressemenschen da sind. Medienhak. Immer einen Schritt voraus. Radio Special Olympics.
Weltweit aus der Steiermark. In der Stadthalle haben wieder ein Spiel am Laufen. Court 1 und 2 wird derzeit benutzt von den indischen Damen und von den Herren aus Venezuela, um sich ein bisschen vorzubereiten für die nächsten Spiele. Ja, die haben noch ein bisschen Zeit, bis dann für sie wieder richtig losgeht. Ja, aber auf Court 3 haben wir das erste Halbfinale. Ja, schauen wir mal, wer dort spielt. Ja, man kann sehen, die Herren aus Nigeria sind da dran gegen das Team aus Indonesien. Ja, wir schauen, unsere Live-Reporterin macht sich dann später gleich auf den Weg, dass wir von unten dann wieder ein paar Eindrücke bekommen. Schauen wir jetzt einmal rauf. Ja, es steht aber noch unentschieden, ist noch kein Tor gefallen, aber das Spiel geht natürlich heiß her und Court 3, da versammeln sich die Zuseher und die anderen Teams, da ja gerade das als einziges Spiel läuft. Ja, rechts, links und in der Mitte, überall sind die Fans da, sie feuern die Mannschaften an, auch wenn es nicht das eigene Land ist, das ist hier nicht so schlimm. Da wird trotzdem angefeuert, das haben wir vorher schon gesehen bei Namibia gegen Mexiko. Ja, da haben auch die österreichischen Fans, der eine Teil hat zu Namibia gehalten, der andere Teil bei den Mexikanern dabei gewesen und da war schon eine sehr tolle Stimmung. Ja, ansonsten, wie gesagt, 1 und 2 wird noch zum Training benutzt, da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis die Spiele dann weitergehen. Radio Special Olympics. Weltweit aus der Steiermark. Medienhak. Immer einen Schritt voraus. Willkommen zurück in der Eishalle Liebenau. Radio Special Olympics powered by RADIOIGEL und der Medienhak Graz Münzgrabenstraße. Das Lehrpersonal und auch Schüler und Schülerinnen unterstützen die Special Olympics als Volunteers. Ich habe gestern die Ehre gehabt, mit einem Schüler aus der 1CK der Medienhak Graz zu sprechen und das war wirklich sehr interessant. Wir hören uns das jetzt an. Benjamin, was machst denn du da genau? Ja, ich bin der Benjamin Reiterer, bin Volunteer und helfe dort, wo Not am Mann ist sozusagen. Wo Not am Mann ist, das heißt, wo warst du denn überall schon eingeteilt? Ja, also einmal dort, wo die Musiken eingesammelt werden, am Eingang vor den Kabinen und am Haupteingang, da habe ich die da schon einmal kontrolliert. Und wie schaut es jetzt aus? Du kennst ja die Eishalle schon ziemlich gut. Wie denn das? Ja, daher ich selber Eiskunstläufer bin und am Nachmittag dort immer zuschaue, trainiere ich halt 3-mal in der Woche auch, 2 Stunden und jeweils 2-mal in der Woche mache ich noch Trockentraining 1 Stunde. Boah, bleibt da überhaupt Zeit für die Schule? Ja, natürlich. Man muss sich halt einteilen, am Abend geht das halt dann in die Nacht hinein. Aber ja. Sehr vorbildlich, muss ich sagen. Wie lange betreibst denn du schon den Eiskunstlaufsport? Also ich sage mal, 7 Jahre stehe ich jetzt schon am Eis, aber da habe ich noch nicht Eislaufen können und 5 Jahre durch das jetzt schon intensiv betreiben. Wow, sehr, sehr beeindruckend. Wie ist das? Bist du allein am Eis oder machst du das auch mit einer Partnerin eventuell? Nein, ich mache es noch alleine und ich glaube, ich bleibe auch so dabei. Okay. Welche Sprünge, welche Figuren machst du da so? Ja, also bis jetzt kann ich jetzt mal alle Doppelsprünge bis Doppellutz und bin dabei jetzt gerade bei Doppelachsel und Dreifach beginne ich gerade. Ja, das Schwierigste überhaupt, oder? Ja, er ist relativ schwierig, weil er geht halt über die Achse drüber und manche Sprünge springt man halt auf der Achse. Also ein wirklich, wirklich sehr beeindruckender Schüler, der Benjamin Reiterer aus der 1CK. Er wendet sehr viel Zeit auf für das Training und eben auch jetzt in dieser Woche, um das Special Olympics Team als Volunteer zu unterstützen. Ich glaube, die Medienhak Graz kann sehr stolz auf das Lehrpersonal und auch die Schüler und Schülerinnen sein, die da tatkräftig mitwirken. Medienhak. Immer einen Schritt voraus. Radio Special Olympics. Weltweit aus der Steiermark. Jetzt starten dann bald wieder die wichtigen, richtigen Bewerbe hier. Genau, also wir werden dann das 222 Meter Division Finals zu Ende sehen. Und das werden wir aber wahrscheinlich live auf Englisch übermitteln müssen, weil wir wieder zu unserer English-Feature-Stunde kommen. Ja, so ist es, aber wir können uns jetzt noch kurz anschauen, wer im ersten Rennen startet. Und zwar, wir haben 2-mal Usbekistan, Sadur Rakimov und Abdulkabir Anvarov. Und ein Athlet aus Singapur startet auch noch, Hugh Kotani Ng. Und jetzt auf Englisch wieder.
and welcome back to our English feed. Right now, we are just getting ready for the 222-meter racing finals to begin. So what happened was we had a lot of different finals this morning. We saw the 1,500-meter finals this morning. Then we started with the 222-meter race, but unfortunately, or fortunately, because it was a cool event, we ended up seeing the Bundeskanzler Kern come in for the unified event here in the figure skating, ice skating, speed skating arena. So what has happened is this. There were lots of different very famous people here in the ice rink. Lots of different famous speed skaters, people who were important to the Special Olympics. We saw Linda Potter and Timothy Shriver, who are, of course, in charge of the Special Olympics, chairman of the Special Olympics, and his wife, who were here just excited about these different events where people who are Special Olympics athletes, important to the Special Olympics, people who are famous speed skaters, have all come together in order to go onto the ice. Radio Special Olympics. Worldwide aus der Steiermark. Live aus der Grazer Stadthalle. Ja, bei uns läuft das Floorball-Match Mongolei gegen die indische Damenmannschaft. Und Tobi, wie schaut's aus? Ja, ich bin immer noch auf Court 3, da sind wir noch in der ersten Hälfte bei der Minute 6 angekommen. Ja, wie schaut's aus? Die Mongolei konnte wieder ein Tor erzielen, aber nicht nur die Mongolei hat ein Tor gemacht, nein, auch die indischen Damen haben eins erzielt. Gleich steht mittlerweile 2:1 für die Mongolei. Ist ein sehr spannendes Spiel. Die indischen Damen haben es gerade mit einem Weitschuss hier versucht, aber der Tormann der Mongolei ist natürlich sofort zur Stelle und hat den Schuss vereitelt. Ja, es sind immer knappe Spiele und der Schiedsrichter muss hier ganz kurz unterbrechen. Da hat es, denke ich, hinter dem Tor ein kleines Foul geben. Nein, der Schiedsrichter stellt sich hinter das Tor, während die indischen Damen den Freistoß ausgeführt haben. Ja, es ist ein sehr knappes Spiel, aber die Fans sind natürlich immer da. Schau mal, links hinter dem Tor sind die Fans der Mongolei, die haben Flaggen mitgebracht, die feuern die Mannschaft an. Derzeit ein bisschen ruhiger geworden, ja, da sie ja 2:1 hinten sind, aber sobald die Damen aus Indien da einen Torschuss machen und der Tormann den super gehalten hat, habe ich vorher gehört, da gibt es auch schon laute Rufe der Fans. Ja, danke Tobi mal für deine Einschätzung vom Center Court. Ja, und meine Kollegin Sabrina Steiner ist gerade auf dem Weg einen Stock tiefer in die Stocksport-Arena, dort wo das Stockschießen stattfindet, auch dort die einzelnen Finalspiele. Wir werden dann natürlich die Ergebnisse nachliefern, nachdem man leider aufgrund der dicken Betonwand nicht immer live runterschalten können. Es hat ab und zu damit zu tun, wie das Mikrofon, wie die Funkverbindung gerade will. Tut uns leid dafür, dass es nicht immer geht, aber wir werden natürlich alles nachreichen und das Gleiche auch vom Floorhockey, da werden wir natürlich auch dann wieder die Ergebnisse nachliefern, beziehungsweise natürlich Live-Einstiege von drüben liefern aus der Stadthalle, wo die Floorhockey-Bewerbe, die Semifinalspiele auch im Gange sind. Tobi, noch einmal kurz zu dir runter aufs Spielfeld. Wie schaut's da aus? Ja, noch einmal bei mir und du hast genau richtig runtergeschalten, denn das nächste Tor ist da. Ja, die Mongolei führt jetzt mit 3:1. Wiederum wie alle Tore hier schon fast. Es war ein Weitschuss von hinten. Der Spieler mit der Nummer 5 hat da abgezogen und hat in das linke untere Eck ein Tor erzielt. Ja, jetzt ist wieder der Face-Off. Die indischen Damen haben den gewonnen. 3:1 steht. Wir sind jetzt knapp bei Minute 8. Da ist noch einiges zu spielen. Also 4 Minuten geht's noch in Hälfte 1. Wir sind natürlich dann wieder live für Sie dabei bei diesem Semifinale in der Partie indische Damenmannschaft gegen die Mongolei. In der Zwischenzeit gibt's wieder ein bisschen Musik bei uns bei Radio Special Olympics, powered bei dem Campusradio der Pädagogischen Hochschule Steiermark, RADIOIGEL und der Medienhak Münzkramstraße. Medienhak. Immer einen Schritt voraus.